Und in diesem Video wollen wir euch erklären, wie ihr euch in Korea auf gar keinen Fall verhalten solltet, wenn ihr dort hinreist, zum Beispiel für Urlaub oder für ein Auslandssemester. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir sind Anna und Anna. Also die Trinkregel, sehr wichtig, weil da gibt es eine große Trinkkultur in Korea. Die Jüngeren schenken den Älteren den Alkohol rein. Also ins Glas, nicht in den Mund. Genau, ins Glas. Also, das ist schon höflich, das zu tun und nicht das Gegenteil, sonst wird es wirklich unhöflich gesehen und bitte tu das nicht. Ja, wenn ihr so wie wir seid und kein Alkohol mögt und es vielleicht auch nicht verträgt, dann das Glas halb leer lassen, sonst wenn ihr das alles auftrinkt, wird ihr wieder und wieder ein volles Glas erhalten. Dann seid ihr betrunken am Abend. Dann seid ihr nach 5 Minuten betrunken. Sogar so, ja. Ja, nehmt bitte immer eurem Glas mit 2 Händen. Wenn ihr das nur mit einer Hand macht, was für mich super logisch ist, weil ich zu viele Dramas gesehen habe, es ist super unhöflich. Also man tut das einfach nicht. Wenn jemand euch das Alkohol rein tut, dann bitte immer die 2 Hände nehmen. Und beziehungsweise wenn eine ältere Person neben euch sitzt, dann immer auf der Seite drehen und so trinken, weil so sieht so, was auch für mich logisch ist, keine Ahnung wieso. Es wird sehr, sehr unhöflich gesehen, wenn ihr das einfach so trinkt, ohne sich zu schämen irgendwie. Also immer auf der Seite. Und manche machen es auch so, dass die das nicht nur auf der Seite trinken, sondern wirklich mit einer Hand auch verstecken irgendwie. Also sei vorsichtig mit Alkohol. Das mit dem Trinken haben wir schon abgehakt. Jetzt kommt es um so einige Sachen, die mit Essen zu tun haben. In Korea ist ja ein asiatisches Land und dort isst man mit Stäbchen. In Korea sind halt meistens diese Metallstäbchen, nicht die aus Holz. Und mit denen ist das so ein bisschen tricky zu essen. Das schafft nicht jeder so auf Anhieb. Ja, was müsst ihr dabei aber unbedingt beachten? Ihr kriegt meistens zu jedem Gericht so eine kleine Reisschüssel dazu. Also das meistens in so einem Metallgefäß mit einem Deckel drauf. Bitte spielt erstens mit den Stäbchen nicht mit dem Essen rum. Also nicht irgendwie so reinstochern oder so. Und auf gar keinen Fall, das ist wirklich extrem wichtig, nicht die Stäbchen so in diesen Reis reinstochern, dass die Stäbchen dann so nach oben stehen sozusagen. Weil das ist eine Geste, das machen die nur bei so traditionellen Zeremonien. Ja, für tote Leute, ne? Genau, und das ist einfach extrem unhöflich. Boah, ich kann mich vorstellen, in einem Restaurant tust du das und die Leute... Das wird wirklich, wirklich schlimm und tut das bitte einfach nicht. Trinkgeld in Korea, ist das nicht schön auf einer Seite? Man muss kein Trinkgeld geben in einem Restaurant und so weiter. Also ich habe sogar gehört, dass das unhöflich ist, wenn man zu viel Geld gibt, dann denken die sich, wofür wurde das überhaupt gegeben? Also kein Trinkgeld, Leute. Ihr spart auch gleichzeitig. Für die ist das eine Selbstverständlichkeit, guten Service zu leisten. Und Korea ist ein sehr serviceorientiertes Land. Deshalb könnten die das vielleicht irgendwo negativ aufnehmen, in Form von Trinkgeld, sowas sagt wie, das war jetzt besonders gut. Dann denken die sich so, ja, ist doch selbstverständlich. Warum machst du das jetzt? Ja. Wartet nicht auf den Kellner in einem Restaurant in Korea. Er wird so nicht von alleine kommen. Also auch wenn ihr da eine halbe Stunde sitzt und wartet, kommt immer noch nicht. Man muss schreien. Bestimmt habt ihr die koreanische Drama schon gesehen, wo die schreien, Ajumma, noch einmal Wasser oder noch einmal eine Schüssel Reis. Also das muss man tun. Oh, ich kann mich nicht vorstellen, so zu schreien, Ajumma, ich brauche noch Reis. Das ist so schlimm, ne? Ja, genau. Ich sag mal so, wenn ihr jetzt in ein Restaurant kommt und ihr setzt euch gerade hin und schaut in die Karte, irgendwann wird natürlich jemand kommen und euch fragen, was ihr haben möchtet. Aber es geht halt darum, wenn ihr da zum Beispiel sitzt und ihr wollt noch ein Getränk zusätzlich bestellen oder ihr wollt noch einen Nachschlag haben. Da wird keiner kommen, weil in Korea ist es unhöflich, jemanden zu unterbrechen. Wenn jemand sitzt und sich unterhält und am Essen ist zum Beispiel, ist es super merkwürdig für die, wenn der Kellner kommt, so wie hier in Deutschland und fragt, und war alles in Ordnung, möchten Sie noch was trinken? Ich finde das super geil eigentlich in Korea so. Ich auch. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Wir als introverte Menschen hassen das und wir vermeiden jede Konversation eigentlich. Ja. Deshalb ist es super geil, wenn für mich, also wenn da halt keiner kommt. Ja. Wenn ich brauche was, dann sage ich Bescheid. Aber
In den meisten Restaurants, was ich unglaublich toll finde, gibt es ja diese Call-Buttons. Das ist dann einfach so ein Knopf, wo man drauf drückt. Dann muss man nicht Ajuma schreien. Da muss man nicht schreien. Aber halt in diesen sehr traditionellen, alten so Restaurants, da schreien die halt immer. Ne? Falls euch das Video bis jetzt gefallen hat, vergisst bitte nicht, uns ein Like zu geben. Falls ihr bis jetzt irgendwelche Fragen hattet, dann bitte jetzt kommentieren. Und falls ihr weitere Videos von uns nicht verpassen wollt, bitte, bitte abonniert unseren Kanal und auch die Glocke aktivieren, denn dann kriegt ihr immer eine kleine Benachrichtigung. Genau. Hey, ein neues Video von T-Round ist raus mit ganz, ganz wichtigen Tipps rund um eure Korea-Reise. Und dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. In die öffentlichen Verkehrsmittel. Bitte beachtet, dass es gibt ja auch Plätze für Schwangere. Das, worüber ich erstmal denke. Dann auch für Veteranen, für Behinderte, für alte Leute. Für alte Leute. Also es gibt bestimmte Plätze. Das ist markiert meistens so, dass entweder wird auf der Seite geschrieben oder der ganze Platz ist irgendwie markiert mit einer anderen Farbe. Genau. Also eine andere Farbe schon Tilt sollte es machen, nicht drauf sitzen. Also beachtet das auch schon mal. Weil hier in Europa ist es ja so, wir haben auch solche extra Plätze. Aber solange jetzt keine Schwangere zum Beispiel in der Umgebung ist, kann man sich da auch draufsetzen. Ja. In Asien aber machen die Leute das nicht. Also der Platz ist immer frei. Ihr werdet niemals sehen, dass ein Mann sich auf einen Platz für eine Schwangere oder so setzt, weil der wird sofort von den Ajumas angesprochen und die werden dann, was hast du das für Schwangere? Was ich super logisch finde, weil man sieht nicht immer zum Beispiel, dass eine Person irgendwelche Behinderung hat. Oder man sieht auch nicht immer, dass eine Person schwanger ist, hängt von der Bekleidung ab und so weiter. Weiter zu öffentlichen Verkehrsmitteln. Bitte, bitte führt keine lauten Unterhaltungen oder generell redet einfach nicht so viel. Redet einfach nicht. Ja, weil das ist halt wirklich so, die Leute schweigen halt einfach da. Es ist Totenstille. Und ihr müsst euch vorstellen, Asien hat halt so eine große Population und halt Korea auch. Wenn da so viele Leute sind und jeder wird jetzt da seine Privatunterhaltungen führen, da würdet ihr einfach wahnsinnig werden. Die telefonieren auch nicht. Die haben sogar den Telefon auf lautlos, ne? Genau, ich habe es manchmal gesehen, dass jemand angerufen wird und die haben dann wirklich so ganz leise ins Telefon so, hey, ich bin in der Bahn, ich rufe dich gleich zurück und dann aufgelegt. Also stelle ich mir so vor, dass sie das gesagt haben. Ich kann ja kein Koreanisch. Aber ja, keiner hat da telefoniert. Wenn die sich unterhalten, dann flüstern die wirklich. Ich liebe es, die denken einfach an die anderen. Ja, dann die nächste Sache. Ich denke, das gilt eher für unsere männlichen Zuschauer. Bitte, bitte prügelt euch nicht, wenn ihr in Korea seid. Was ist prügeln? Sich schlagen. Ach ja, okay, ja. Lasst euch nicht provozieren. Ich habe schon sehr oft gehört, dass es teilweise vor den Clubs so, ja, wie soll ich das sagen, so kleine Gangs gibt von Koreanern, die extra provozieren. Weil in Korea hast du als Ausländer keine Rechte. Also wenn du dich da jetzt mit einem Koreaner prügelst, es wird immer dem Koreaner geglaubt und du wirst immer als Aggressor gelten. Also die werden immer davon ausgehen, dass du provoziert hast, dass du angefangen hast, dass du schuld bist. Und sowas wird in Korea auch immer mit einer Geldstrafe gehandhabt. Und die Leute machen das natürlich dann teilweise auch extra. Die provozieren dann extra Ausländer, weil die wissen, die werden darauf eher eingehen und kassieren dann Geld von denen. Und das ist nicht gerade wenig, manchmal 2.000, 3.000 Euro, die man da zahlen muss. Deshalb, ja, ignoriert das. Einfach weiterlaufen. Einfach weiterlaufen. Nehmt einfach kein Kuli mit, kein roter Kuli mit. Genau. Weil man darf nichts in Rot schreiben. Es wird immer verlinkt so mit toten Menschen und so weiter. Es ist nicht so wie hier in der Schule, es wird alles in Rot korrigiert. Nein, da wird es ganz anders gesehen. Wenn ihr die Namen zum Beispiel von einer Person schreibt, dann... Genau, es gibt halt sowas wie ein Aberglauben. Zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Namen in Rot schreibe, dass diese Person in nächster Zeit stirbt. Ja, krass. Also das ist halt wie so ein bisschen, ja, Aberglaube, aber ist halt sehr, sehr tief in der Kultur verwurzelt. Deshalb sollte man das auf gar keinen Fall machen, erst recht nicht als Ausländer. Ich glaube, das ist sogar noch schlimmer, als wenn das ein Koreaner macht. Und die letzte Sache für heute, der 10. Punkt. Nimmt alles, was euch gegeben wird, immer mit 2 Händen an. Für mich ist das ist schon so tief drin bei mir, dass ich das sogar in Deutschland schon mache. Wir waren in einem koreanischen Laden. Supermarkt, ja. Supermarkt, da war eine alte Ajumma und irgendwie kommt es natürlich so wie, bitteschön das Geld, dankeschön für das Geld zurück mit 2 Händen. Wenn ihr jetzt irgendwo was bezahlt und ihr kriegt euer Rückgeld, dann nehmt ihr das entweder mit 2 Händen an oder ihr nehmt es mit einer Hand und begleitet das aber so mit der zweiten Hand. Ne?
Das werdet ihr auch sehen, die Kassierer geben euch das Geld auch immer so mit 2 Händen an, weil das einfach eine Respektform ist. Ist vielleicht am Anfang ein bisschen umständlich und ihr werdet das bestimmt auch ein paar Mal vergessen, aber achtet da einfach drauf. Es ist immer schöner, wenn die Leute auch sehen, dass man sich mit der Kultur auseinandersetzt und dass man solche Dinge weiß. Ne? Ja, das war's mit dem Video. Falls ihr noch irgendwelche Sachen wissen wollt rund um eure Korea-Reise, fragt uns gerne in den Kommentaren. Wir antworten euch gerne darauf. Es werden auch weitere Videos zu dem Thema rauskommen. Das nächste Video wird über 5 Orte sein, die ihr in Seoul unbedingt besuchen solltet. Falls ihr das Video nicht verpassen wollt, bitte Kanal abonnieren, unbedingt die Glocke aktivieren. Dann kriegt ihr eine kleine Notification, eine kleine Nachricht. Ein neues Video von T-Round ist raus. Und dann könnt ihr euch das anschauen und verpasst keine wichtigen Infos mehr von uns. Danke fürs Anschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Wir sehen uns. Tschüss. Bye.